Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Mittwochsvideo und dieses Mal geht es um meine Capsule Wardrobe für Juni. Viel Spaß! Ihr fragt euch sicher, was ist eine Capsule Wardrobe? Und das wusste ich eigentlich auch nicht so ganz genau. Am Anfang der ganzen Quarantäne-Geschichte jetzt habe ich mich sehr intensiv damit befasst und ich bin in das YouTube Rabbit Hole gefallen, ja, wie Sau. Ich war im Strudel der YouTube-Videos gefangen. Ich habe so viele darüber geschaut. Und das ist echt ein sehr spannendes Konzept. Also wenn ihr Capsule Wardrobe auf YouTube oder sowas eingebt, werdet ihr sofort fündig. Es gibt unzählige super coole Videos über Capsule Wardrobe und die verschiedenen Approaches dahinter. So what is a capsule wardrobe, you ask? Good question, my friend. A capsule wardrobe is essentially a mini version of a wardrobe. Dass man seinen Schrank aktiv und bewusster befüllt mit nur Dingen, die man auch wirklich gerne anzieht und die sich auch gut untereinander kombinieren lassen. Also ein ganzer Schrank voller Lieblingsstücke. To me, a capsule wardrobe is a way to structure your wardrobe, basically. It's a way to structure your wardrobe that's going to help you build a more inspiring wardrobe, a more long-lasting one that you want to wear over and over again. Einen Kleiderschrank für den Sommer mit wenig Teilen, mit denen ich aber ganz viele Looks kombinieren kann. Diejenigen, die den Vlog vor kurzem gesehen haben, wissen, dass ich gleich mal am Anfang von der Quarantäne mir eine Quarantäne-Capsule-Wardrobe gebaut habe. Einfach aus dem Grund, weil ich von den ganzen Klamotten in meinem Raum erdrückt worden bin. Ich meine, ihr wisst, dass ich alles andere als ein Minimalist bin. Also ich enjoy Konsum. Mir sind natürlich die negativen Auswirkungen von, so jetzt mal vor allem Klamottenkonsum durchaus bewusst. Und dementsprechend ist für mich auch das Upcycling und sowas, das selber machen aus alten Materialien vor allem, so ein Weg, wie ich meinen Konsum quasi trotzdem ausleben kann, ohne dass ich quasi der Umwelt Schaden zufüge, weil ich eben schon bereits existierende Rohstoffe verwende oder auf jeden Fall probiere, so viel es geht, also eben Sachen, die anyway schon auf dem Planeten existieren und ich quasi durch das Upcycling sogar nur einen Lebenszyklus dazufüge zu den Klamotten. Dementsprechend kann ich meinen Hardcore-Klamottenkonsum irgendwie von mir selber noch rechtfertigen. Aber das ist definitiv so ein kleines Issue von mir. Ich liebe Klamotten, ich liebe neue Klamotten und dementsprechend habe ich natürlich sehr viele Klamotten. Und ich bin ja auch oft unterwegs, ich wohne oft in mehreren Städten gleichzeitig, wo dann überall Klamotten von mir liegen, ja. Will heißen, jetzt waren halt alle Klamotten in meinem Zimmer und ich war 24 Stunden, 7 Tage die Woche in meinem Zimmer und ich habe die Krise bekommen, es war einfach viel zu viel und dementsprechend habe ich eben die Sachen aussortiert. Ich habe mir einfach ohne wirklich sonderlich viel Sinn, habe ich mir 20 Sachen rausgesucht, die ich einfach zu dem Zeitpunkt gerne getragen habe und habe alles andere verräumt. Und das hat das Zimmer halt visuell natürlich viel größer gemacht. Wie viele von euch mitgekriegt haben, habe ich ja meinen Teppich weggeräumt und meinen Stuhl und alles mögliche verkauft, weil ich einfach ein bisschen Space gebraucht habe, einfach weil ich gerade so viel Zeit in meinem Zimmer verbringe. Oh mein Gott, das war jetzt eine sehr lange Erklärung. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe während der Quarantäne so eine Pseudo-Capsule-Wardrobe gemacht, die mir aber wirklich mental unglaublich viel geholfen hat. Einfach alles, was die geilen Ladies schon gesagt haben, dass es einfach leichter ist, in der Früh sich was rauszusuchen, dass man viel kreativer oft sein kann, weil man einfach nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hat, dass es ein bisschen so den Mind entlastet, man fühlt sich nicht so erdrückt von den 10 Milliarden Möglichkeiten, was definitiv ein Millennials-Problem ist. Aber okay, too much Möglichkeiten for us. Ja, wurscht. Kleiner Scherz am Rande. Dementsprechend habe ich mir gedacht, dass ich das für die kommenden Monate auch machen werde und werde mir wirklich pro Monat jeweils so 30 Teile raussuchen und da werde ich die in dem Monat kombinieren, um eben auch zum Beispiel aus alten Teilen dann in Zukunft ein bisschen wieder mehr Kreativität reinzubringen und einfach auch schaue, vermisse ich manche Teile und freue ich mich dann, sie wieder zu haben und sie dann quasi refreshed wieder in meine Garderobe zu integrieren und so. Dementsprechend ist das mein Plan. Aber diesmal habe ich vor, da ein bisschen mehr Struktur reinzubringen und dementsprechend habe ich heute geschaut, welche Formulas gibt es da, welche Konzepte, welche Methoden und oh mein Gott, da gibt es einige. Der erste Schritt wäre es, sage ich immer wieder, seinen Lifestyle zu kennen. Das bedeutet für mich, dass ich alle Punkte aufschreibe. So I see 10 steps, so I'm gonna guide you through them, but be aware or remember that it's just to help. Nothing is a must. Sucht euch im ersten Schritt einfach erstmal einen Stil aus. This is the formula I need you to remember.
to do in creating a capsule wardrobe, and this is the biggest thing, okay, for everybody, and that is to create what I call modules. Now, modules are a group of clothing items that all mix and match with one another. Die letzte Methode, das mit den Modulen, fand ich aber ziemlich ansprechend, muss ich sagen, und die habe ich dann angewendet. Also ich verlinke euch ihr Originalvideo unten. Ich habe es ein bisschen verändert, dieses ganze Modulsystem, aber es ist definitiv aufbauend auf ihrem Modulsystem. Und habe es jetzt so arrangiert, dass es für mich und meine Lebenssituation gerade passt. Und ja, das kommt jetzt. Viel Spaß! Als erstes habe ich mir überlegt, was trage ich eigentlich zurzeit und warum trage ich das so gerne zurzeit. Und ich mag einfach zurzeit lockere Sachen, figurumspielende Sachen ohne Gummizug oder irgendwas einengendem, Sachen aus Leinen oder halt anderen Naturmaterialien, die gerne ein bisschen knittern können, keine Jeans, keine engen Hosen, keine BHs, weil ich einfach so viel Homeoffice mache, was ich normalerweise nie mache und dementsprechend stehe ich einfach gerade ein bisschen auf einen schönen Schlabberlook, sag ich jetzt einmal. Und mit den ganzen Dingen in Mind und eben auch der Tatsache, dass ich halt weiß, wie mein Leben zurzeit ausschaut, unter diesen Gesichtspunkten werde ich dann meine einzelnen Module aufbauen und das zeige ich euch jetzt. Hier trage ich übrigens mein Schlafoutfit, weil ja, egal. Auf jeden Fall fange ich um mit 5 Basics. Da fange ich um mit einem ganz lässigen, ganz normalen Trägertop, das habe ich übrigens auch abgecycelt für Ewigkeiten mal, dann einem schwarzen Äquivalent dazu, aber mit breiten Trägern. Dann habe ich hier ein normales weißes T-Shirt, das ist übrigens nur uralt von H&M, die tue ich immer mal wieder bleichen, weil dann habe ich länger was davon. Und das ist ein ganz normaler, enger, schwarzer Pulli für Layering Action und das ist ein toller, dicker Pulli, den wo man übrigens beide Seiten also nach vorne tragen kann und damit habe ich quasi ganz viel Flexibilität und das hänge ich jetzt einmal dahin. Dann geht's weiter mit 4 No-Brain-Outfits. No-Brain-Outfits sind für mich halt Sachen, die ich einfach nur drüber schmeiße und es ist fertig. Da habe ich dieses Maxi-Kleid, das ist trägerlos, ideal zum Bräunen. Diesen Romper, den kennt ihr wahrscheinlich aus meinem Recent-Video, ich liebe den. Dieses Wickelkleid, ich liebe es auch, das ist auch abgecycelt. Und dieser Cardigan-Kleid-Ding, was ich eben auch verschiedenartig tragen kann. Und das hänge ich eben auch dazu. Und dann mache ich noch 2 schickere No-Brain-Outfits. Weil in Österreich ist jetzt die Gastro und sowas wieder offen. Und ich habe definitiv vor, ein paar Mal schick essen zu gehen. Und da habe ich dieses wunderschöne Wickelkleid und dieses Slipdress. Das habe ich auch vor Ewigkeiten hier auf den Kanal gemacht. Ich liebe das. Das habe ich so oft an. Und das kommt auf jeden Fall auch dazu. Dann fange ich jetzt um mit Modul 1. Ein weiß-beige-Mix, ja. Also meine Module bestehen immer aus 3 Unterteilen. Hier dieser Vintage-Rock, den ich abgecycelt habe. Dann habe ich diese Streifen-Beige-Hose aus Leinen, die ist so gemütlich, die muss auf jeden Fall dazu. Und dann habe ich nur diese 3/4-Leinenhose. Und wie die genau ausschaut und wie man die macht, das kommt bald. Und dazu passende Oberteile. Dieses Wickel-Oberteil, was ich abgecycelt habe, genauso wie dieses weiße Baumwoll-Ding, das finde ich auch super cute. Und so ein super trendy Puffärmel-Oberteil, aber das kommt auch demnächst in einem Video. Und wichtig ist bei den Module, dass sich alle Sachen untereinander kombinieren lassen, mit vielleicht 1, 2 Ausnahmen. Und das ist mein erstes Modul. Ich will aber 2 Module haben, ihr könnt prinzipiell auch 3 machen, ich mache nur 2. Und das ist jetzt eher so bluish Stuff, mir ist kein besserer Name eingefallen, I'm sorry. Da habe ich meine einzige Jeans in der ganzen Capsule, aber ich dachte, so ein Short geht immer. Und dann habe ich diese weiße Satin-Hose, die ich ganz cool finde. Und natürlich die Originalstreifenhose, nach deren Vorbild ich die andere Hose auch gemacht habe. Ein Leinenhemd, das liebe ich, das habe ich auch schon seit Jahren. Und ein Vintage Second-Hand Hollister T-Shirt. Und dann habe ich hier nur so ein kleines Crop Top, das ist von Brandy Melville, habe ich vor Ewigkeiten gekauft und ich weiß noch, wie stolz ich damals war, dass ich endlich mal in Brandy Melville eine passe, was jetzt so im Nachhinein so bescheuert von mir war, mich da in diesen Schlankheitswahn One Size Fits All, hahaha, reinreden zu lassen. Bitte legt euren Wert niemals daran fest, ob ihr in solche Klamotten reinpasst oder nicht. Auf jeden Fall weiter im Text. Dann habe ich hier nur 2 Cardigans, ganz normal in schwarz, weil die kann man einfach zu allem kombinieren und noch 2 Outer Layers, also 2 Jacken, wenn es kühl ist, einmal diesen coolen Mantel, den habe ich auch seit Ewigkeiten schon und den liebe ich einfach. Und diese geile Vintage Jeansjacke von meinem Dad ist die ist uralt, aber ich finde sie richtig groovy und das sind eben meine Outer Layers. Und dann habe ich jetzt noch ein Sportmodul, ja. Da kennt ihr aber statt ein Sportmodul auch theoretisch
drittes Modul, ein normales Modul machen. Das ist ein Balletttrikot, falls ich irgendwann einmal wieder trainieren kann, Ballett, und zwar Sport-BHs. Dann habe ich 3 Oberteile, also so ein Razorback, Top, so einen hellen und einen dunklen Pulli und dazu passen 3 Hosen, eine lange Jogginghose, meine einzige Jogginghose in der ganzen Capsule übrigens, dann die kurze Version davon, vor allem fürs Tanzen ganz praktisch, und eine Jogginghose. Jogging-Leggings eigentlich, und dann habe ich nur diesen Onesie-Ding, den liebe ich zum Ballett trainieren, und eben eine kurze Hose fürs Ballett. Und ja, das ist dann so quasi meine Sportgarderobe. Normalerweise bräuchte ich wahrscheinlich mehr, wenn ich normal meinen Job machen würde, aber durch das, dass es jetzt gerade nicht möglich ist, reicht mir das. Das sind dann insgesamt 38 Teile, das ist ein bisschen mehr wie diese normalen, bekannten 30 oder 33 Teile, aber ich bin ganz happy. Ich glaube, ich habe eine urtolle Auswahl mit Mixen und Matchen und alles, von dem her bin ich super happy und ja, also so mache ich meine Capsule Wardrobe. Also vielleicht hilft euch ja dieses Modulsystem ja auch, da das einfach mal auszuprobieren. By the way, hier ist die Kathi aus dem Schnitt. Ja, gestern war es soweit. Wir haben die 100.000 geknackt. Oh mein Gott, es sind wirklich 100.000. Oh Gott, okay, gut, so viel dazu. Oh man, ich habe mir jetzt gedacht, ich schalte schnell das Handy an und mache eine emotionale Speech, aber ich kriege mal wieder nichts raus. Ich finde es einfach der Wahnsinn. Auf Instagram habe ich es schon mal gesagt. Ich finde es so krass, dass ihr so viele seid, die sich für sowas begeistern, wie alte Klamotten umnähen. Ich hätte niemals gedacht, dass so ein Content so eine große Reichweite kriegt. Und natürlich macht mich das da ungemein stolz, aber es macht mich auch so happy, dass euch das Spaß macht. Es macht mich so happy, dass so viele Leute sich Nähmaschinen kaufen deswegen und anfangen, dieses Hobby zu machen und sich die Klamotten selber nähen. Und das ist so eine geile Bewegung und es ist so cool und oh mein Gott, es ist Wahnsinn. Oh Gott. Ich werde morgen übrigens ein Video drehen, so ein bisschen celebrating, sit down, wir genehmigen uns zusammen einen weißen Spritzer und quatschen ein bisschen über das Leben. Also so ein ganz Chillax-Video und da habe ich auf Instagram Fragen dafür gesammelt, da habe ich tonnenweise und ganz lustige Sachen und ein paar private Sachen, ein paar normale einfach Plaudersachen und das wird morgen gemacht und das kommt dann nächste Woche und ja, oh mein Gott, ich habe noch ein bisschen im Mind so ein ganz super Special-Video für die 100.000, aber das dauert tatsächlich ein bisschen, bis ich das fertig produziert hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nie damit gerechnet, dass das so schnell geht. Ja, Wahnsinn. Okay, gut. Ja, das war das Capsule Wardrobe Video. Ich hoffe, es war was für euch dabei und ansonsten sehen wir uns Sonntag.